Hallo, liebe Dental-TV-Community oder wo auch immer ihr uns zuhört oder zuschaut, weil Zuhören scheint im Moment ein heißes Thema zu sein. Podcasts sind im Trend und es freut mich heute, Klaus. Die erste Episode, die wir auf Dental TV haben, das war dann quasi eine Geschichte, die Folge 64, Social Media in der Praxis umsetzen. Wie geht das? Also das findet man schon auf Dental TV. Und gerne möchte ich mit Klaus, weil das hat mich interessiert, habe dich auf LinkedIn gesehen. Das ist spannend, dass man auf LinkedIn ganz viele Coaches und Trainer findet, die man sonst auf anderen Kanälen eher nicht findet oder nicht so prominent findet. Da habe ich dich auch getroffen und wir haben zusammen ein bisschen gequatscht gefunden. Schau mal, ein Thema, das wirklich spannend im Moment, nicht nur im Moment, ich glaube, das ist die ganze Zeit schon spannend, das Thema Personal in der Praxis. Wie sieht das heute aus? Es ist spannend, ich bin ja in der Schweiz zu Hause. Musste jetzt vor ein paar Monaten eine Mitarbeiterin ersetzen und habe 50 Bewerbungen bekommen in einer kurzer Zeit. Also es scheint, dass wir in der Schweiz noch nicht das Problem haben, kein Personal zu finden. Aber ich glaube, da steckt mehr dahinter als nur, es hat nicht genug Personal oder Personalmangel. Das Thema ist meiner Meinung nach komplexer. Da möchte ich nur ganz kurz, bevor ich dir das Wort erteile, eine Einleitung machen. Ich hatte an einem Anlass, da habe ich eine Fortbildung gemacht zum Thema Foto, Kommunikation, Social Media. Und dann sind wir natürlich wie immer, vor allem weil das war in Deutschland, sind wir zum Thema Personal abgeglitten. Weil das scheint dann immer, wenn du in einer Gruppe von Zahnärztinnen und Zahnärzten bist, kommt dieses Thema irgendwann mal hoch. Und da hat auch einer gesagt, ja, weißt du, wir haben da ständig Personalwechsel. Und da habe ich dem gesagt, du, hast du dir eigentlich mal überlegt, ob das an dir liegt? Das ist eigentlich der Einstieg, Klaus. Liegt es an dir? Liegt es an mir? Oder woran liegt es, dass wir im Moment ein Problem haben mit Personal? Mein lieber Alessandro, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass wir beide uns heute, ja, im Grunde genommen so live unterhalten, auch wenn es aufgezeichnet wird und die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauer und Zuschauerinnen das später sehen. Aber wir haben uns ja entschieden, mal so einen Live-Talk zu machen, eine Diskussion, gerne auch über so ein spannendes Thema. Und wenn du mich fragst, woran das liegt, haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Du schaltest deine Kamera ab und ich überlege, wann ich aufhöre zu sprechen. So, ich würde aber eher sagen, vielleicht zum Einstieg, mein Lieblings-Hashtag und den könnt ihr alle generell auf fast alle Fragen als Antwort nehmen und der ist, kommt drauf an. Ja, ich bin kein Freund davon, Dinge zu pauschalieren und konkret zu sagen, es ist so, weil und du schaffst das nicht, weil. Und bei dir ist die Situation so, weil. Warum sage ich das? Ich kann das sagen, da wo ich im Thema bin. Bei unseren Praxen, die wir betreuen, die wir mit unseren Netzwerkpartnern betreuen, also Netzwerkpartner, die mit den Praxen Werteentwicklung, Kulturentwicklung machen, was wir als Agentur nicht tun, was mich aber total fasziniert. Ähm, Dafür habe ich aber eben Partner und Partnerinnen und ja, wir machen Praxismarketing, klar. Und letztendlich ist ja die Kultur eines Unternehmens immer auch die Basis des Marketings. Ja? Wenn wir als Marketer nicht wissen, was erzählen wir denn da draußen für eine Geschichte? Wo bauen wir denn Storytelling auf welchen Werten, auf welcher Haltung? Dann ist es bla bla. Ja, dann ist es generisch, dann erzählen wir das, was alle erzählen. Und da werden wir gerne auch gleich noch drauf kommen, warum dieses Thema Haltung, Werte, wir nennen das Purpose im Marketing, auch mittlerweile so ein Buzzword, was mir fast schon wieder schwerfällt. Aber letztendlich umschreibt es das, ja. Purpose, welchen Sinn geben wir denn? Was steckt denn dahinter? So. Und du hast eben so schön erzählt, Darf ich dich ganz schnell ein bisschen ja, unterbrechen zu dem natürlich, Thema? Du weißt ja, dass Marketing in der Medizin ein relativ neues Thema ist. Ich erinnere mich, also neu, 30 Jahre, aber das ist relativ neu, also im Verhältnis zu anderen Dingen. Ich habe 1994 meine Domäne dentist.ch registriert, habe eine Webseite gemacht, war einer der ersten Zahnärzte mit einer Webseite.
und habe dann einen Brief bekommen von der Schweizerischen Zahnärztegesellschaft. Lieber Herr Dr. de Vigus, wir bitten Sie, es zu unterlassen, unlauteren Wettbewerb zu betreiben. Also damals galt eine Webseite als Werbung und Werbung war per Definition, ich bin mir nicht ganz sicher, wie lange das es wirklich verboten war. Man hat uns, glaube ich, länger gesagt, dass es verboten ist, wie man uns auch länger gesagt hat, dass man keine Aktiengesellschaften gründen soll und bla 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 bla. In vielen Ländern wurden die Mediziner und Zahnmediziner fast ein bisschen blockiert, wenn sie nach außen gehen wollten, wenn sie sagen wollten, eben Marketing betreiben, dann hieß es einfach ganz schön so auf Neudeutsch, Mouth-to-Mouth, Mund-zu-Mund-Propaganda, das genügt ja. Das reicht ja aus. Du brauchst gar kein Marketingbudget, du brauchst das nicht, du brauchst das nicht. Aber eben, da kommen wir wieder zurück. Wann bist du eigentlich mit dem Thema Marketing in Berührung getreten? Also mal ganz, um da eine Einleitung zu machen. Für uns oder für die Jungen ist es klar, Werbung macht Sinn. Du musst ein gewisses Budget. Ich habe mit dem Dominique Bouillet über das diskutiert, dass er gesagt Mhm. hat, viele junge Praxen verstehen gar nicht, dass sie, wenn sie einen Kredit aufnehmen, ein Teil des Kredits auch für das Marketing, für den Aufbau des Brands, für die Marke eingesetzt werden sollte. Ein Teil auch eingesetzt werden sollte, um sich selber weiterzuentwickeln. Das ist auch so ein Ding, dass am Anfang viele vielleicht so, wenn du dann kommst und eine Praxis fragst, ihr habt ja eigentlich ein Budget für Marketing. Ja, also das ist jetzt wieder sehr spannend und ich habe mir das fast gedacht. Du hast jetzt eine kurze Einleitung nochmal ins Spiel gebracht, auf die ich jetzt auch wieder ewig antworten könnte. Und behalte es bitte mit dem Hinterkopf, dass ich definitiv am Ende dieses kleinen Abschnittes nochmal auf deinen Einstieg und deine Praxis komme. Aber um deine Frage zu beantworten, ich bin jetzt im Marketing dental unterwegs. Ja, ich würde mal sagen, seit 2003. 2003 habe ich in einer Agentur in Köln gearbeitet und einer unserer Partner war eine sehr große deutsche private Krankenversicherung, die zu der Zeit ein Zahnärztenetzwerk ins Leben gerufen hat. Für dieses Zahnärztenetzwerk habe ich dann auch fast 8 Jahre gearbeitet, später von 2007 bis 2015. Und ich habe es jetzt nicht tatsächlich für heute recherchiert, aber meines Wissens kam der große Knall im positiven Sinne 2005. Bitte korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Aber ich meine, um 2005 kam dann auch aus der EU raus diese Thematik, Zahnärzte, Zahnärztinnen sind Unternehmer wie alle anderen auch. Und sie müssen natürlich in Bezug auf ihre Möglichkeit, sich draußen darzustellen, die gleichen Möglichkeiten haben. Ja, wie andere Unternehmen auch. Und ich sage das heute auch den Zahnarztpraxen, ihr Lieben, ihr dürft Werbung und Marketing machen, genauso wie alle anderen Unternehmen in Europa auch. Nur, ihr müsst euch eben halten an klar die normalen Gesetze, Mediengesetze, Datenschutz etc. Und ihr habt immer noch das Heilmittelwerbegesetz und das Berufsrecht. Ja, und die Sachen müsst ihr letztendlich beachten. Aber in diesem Rahmen könnt ihr theoretisch tun und lassen, was ihr wollt. Kann ich als Marketer nicht zu raten, zu tun und lassen, was sie wollen, sondern strategisch vorzugehen und tatsächlich, so wie Dominik, liebe Grüße gehen raus, Dominik, es sicherlich auch dir erzählt hat, natürlich immer im Rahmen einer strategischen Ausrichtung. Wer sind wir? Wo wollen wir hin? Wen wollen wir erreichen? Welche Kanäle müssen wir bespielen? Um dann zu entscheiden, wie hoch ist denn der Aufwand, den wir betreiben müssen? Aber, und da bin ich ganz bei dir, der größte Fehler, und das stelle ich dann auch immer wieder fest, auch in Gesprächen mit Neugründern, mit jungen Leuten, die sagen, ey, wir öffnen jetzt eine Zahnarztpraxis, wir haben die Stühle gekauft, wir haben CEREC, wir haben Scanner, wir haben alles. Also, und wie viel Budget habt ihr, um das alles bekannt zu machen? äh, ja, hm. Ja, also ich hatte da so einen Berater, der hat gesagt, eine Website und ein Logo reicht, das ist Marketing. Reicht natürlich nicht. Die Unternehmer und Unternehmerinnen, die es richtig machen, agieren so wie du. Weil du bist da jetzt ein super Beispiel. Die Geschichte hast du mir gerade zum ersten Mal erzählt. Aber
Du hast eine Website gemacht, als klar war, du brauchst das irgendwann, ob du es darfst oder nicht. Du bist dadurch, denke ich auch, zu einer Marke geworden. Du hast von vornherein dich in der Öffentlichkeit so dargestellt, wie du wahrgenommen werden möchtest. Und wenn du mir heute erzählst, ich suchte jemanden für meine Praxis und hatte 50 Bewerbungen, dann deshalb, weil du das geschafft hast, das unterstelle ich dir jetzt sehr positiv natürlich, weil du das geschafft hast, was wir allen Zahnärzten und Zahnärztinnen heute raten. Baue dir ein Image, eine Marke als Arbeitgeber auf. Sorge dafür, dass Menschen dich so kennenlernen, dass sie sagen, wenn ich irgendwann mal meinen Job wechseln will, wenn ich irgendwann mal eine Ausbildung in einer Zahnarztpraxis machen möchte, ey, dann beim Alessandro. Den kenne ich, der ist der Einzige, der mir draußen in Social Media gezeigt hat, wer er ist. Ich nehme dich jetzt mal als Beispiel. Ja, und das ist eigentlich die Aufgabe, die aus unserer Sicht, und damit meine ich jetzt nicht nur mich, sondern alle Menschen, mit denen ich bei dem Thema sehr eng zusammenarbeite, die wir heute eigentlich fokussieren wollen. Und es ist nach wie vor immer noch so, und das ist auch völlig verständlich und auch gar kein Vorwurf. In dem Moment, wenn ich auf einmal feststelle, Hilfe, mir fehlt Personal, meine Ressourcen brechen weg, die Patienten sind da, wer behandelt die? Dann ist natürlich die erste Reaktion, ich brauche neues Personal. Die zweite Reaktion ist Recruiting. Wir müssen jetzt Menschen suchen. Wenn man das Ganze aber strategisch langfristig aufbaut, dann kommt das Recruiting ja niemals am Anfang. Das Recruiting kommt dann irgendwann, wenn ich meine Kultur aufgebaut habe, wenn ich weiß, wer ich bin, wenn ich diese Arbeitgebermarke ins Leben gerufen habe über einen längeren Zeitraum. Und damit meine ich auch nicht nur Employer Branding, sondern vor allem diese Kulturentwicklung. Wenn ich dann Recruiting starte, habe ich ja eine völlig andere Voraussetzung. Heute, auch wir bekommen Anfragen, auch teilweise von unseren Praxen. Wir haben ja nicht nur Praxen, die diesen unternehmerischen Weg seit Jahren gehen und investiert haben. Wir haben auch Praxen, ja, da haben wir auch mal die Website gemacht und dann machen wir ein bisschen Social Media und mehr wollen die auch nicht. Und auf einmal rufen sie an und sagen, Klaus, wir brauchen Personal. Lass uns Recruiting starten. Da sagst du, ja, generell keine schlechte Idee, aber auf welcher Basis? Ja, ja klar, wir können Funnel, Anzeigen, Gedöns, Social Ads, das kennt ihr alle, du kennst das auch, Alessandro. Das können wir alles machen. Aber dann, was passiert denn dann? Dann sehen Menschen deine Anzeige unter Umständen, in der Hoffnung die richtigen. Und dann wollen die sich aber ein Bild machen. Dann gehen die auf deinen Instagram-Kanal, dann suchen die dich vielleicht bei TikTok, dann suchen die auf deiner Website nach einer Karriereseite, nach irgendetwas, was ihnen ein Bild davon gibt, wer du eigentlich bist. Und wenn du das bis heute alles nicht aufgebaut hast, dann wird es schwierig. Ja? Also, um nochmal auf dein Thema zu gehen, zu sagen, naja, vielleicht haben wir doch gar nicht die Personalproblematik. Ich muss sagen, wir haben 2, 3 Praxen in der Schweiz, eine, die wir enger betreuen. Auch da ist das Thema da. Aber auch die Praxis lebt davon, dass sie seit vielen, vielen Jahren in ihrer Region eine Marke ist und bekannt ist. Und dass sie vielleicht es geschafft hat, so eine Art Alleinstellungsmerkmal auch für Personal zu werden. Ja, auch da müssen wir suchen und das klappt nicht immer. Ne? Also wenn ich die Blaupause hätte, Alessandro, ja, du brauchst Personal, wir machen Klick, 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 Häkchen, 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 Budget, Budget, Budget und übermorgen hast du keine Probleme mehr. Dann Ja, ja, würden wir das ist so beide auf einer Insel, die uns gehören würde, viel Spaß verbringen. Ja, ja, ne? schön, Also das schön wäre gibt es, es wenn nicht. alles ganz einfach wäre. Ja, Aber du hast schon, aber ich bin da schon ist es ganz nicht. bei dir, dass man eine Marke aufbauen muss. Und das muss ja nicht, man muss ja nicht sagen, ich möchte wie Apple werden oder Coca-Cola, sondern Nein. das verstehen ganz viele auch im Kontext von Social Media nicht, dass die Patienten, meine Patienten kommen nicht aus Berlin. Meine Patienten kommen aus einem Umkreis, ich sage es mal, 80% kommen aus einem Umkreis von 10, 15 Kilometer von meiner Praxis. Und dann dünnt sich das schon aus. Klar gibt es die VIP-Praxen, die sagen, ja, meine Patienten fliegen mit dem Privatjet von weiß ich woher rein und so weiter. Alles schön und gut, aber die durchschnittliche Praxis, auch eine erfolgreiche Praxis, lebt schon von der Umgebung, weil Patienten, und Patienten haben sich auch verändert über die Jahrzehnte,
nicht mehr bereit sind, so und so weit zu fahren. Also ich habe Patienten, die bei mir 20 Jahre waren und dann schreiben die mir ganz ein nettes E-Mail und sagen, lieber Herr Dr. De Vigos, ich war immer höchst zufrieden mit Ihren Dienstleistungen, aber ich bin jetzt quasi da und dahin gezogen und werde mal mir eine DH in der Region suchen. Wenn ich dann ein dentales Problem habe, bin ich bereit, mich noch an Sie zu wenden, wenn die Distanz nicht eine gewisse Größe oder eine gewisse Strecke überschreitet. Also heute ist es schon so, dass dann die Leute sagen, ja, ich arbeite in der Stadt und in Zürich gibt es an jeder Ecke einen Zahnarzt. Die Zahnärzte sind nicht mehr ausgebucht wie früher, weil es ein Überangebot. In der Stadt Zürich gibt es, glaube ich, über 1000 Zahnärzte. Bei Mhm. 400.000 Einwohnern kann sich mal vorstellen, ein Zahnarzt auf 400 Leute. Ich meine, wenn man rechnet, man braucht 1500 aktive Patienten pro Zahnarzt. Und wenn in Zürich 1000 Zahnärzte sich um 400.000 Leute, klar kann sagen, es kommen ein paar Leute aus der Agglomeration in die Stadt, um zu arbeiten. Aber trotzdem ist da schon ein sehr starker, sehr ein harter Konkurrenzkampf. Da sage ich oft, ich bin gar nicht so unglücklich, dass ich nicht in der Stadt bin, sondern eher in der Nähe vom Mhm. Flughafen, ein bisschen außerhalb, ist etwas relaxter das Ganze, weniger Ellbogen und nicht, wenn du aus dem Fenster rausschaust, siehst du schon 10 andere Praxisschilder, die da rumstehen. Ja. Und weißt du, deshalb bleibe ich auch so eben bei meinem Lieblings-Hashtag, bei diesem kommt drauf an. Das ist nicht irgendwie doof dahergesagt, sondern das ist wirklich die Antwort auf viele Fragen. Denn auch, du hast es jetzt für Patienten genannt, wir können das ja genauso gut auch auf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen münzen. Ich habe meine Ne? letzte Mitarbeiterin, die ich jetzt auswechseln muss, die ist mit ihrem Freund zusammengezogen und sagt mir, sie wohnt jetzt quasi 30 Autominuten von der Praxis weg, neu. Und sagt Mhm. mir, das ist mir zu weit. Ja, aber Alessandro, jetzt kommt ja die folgende Ja, aber, Frage und die aber folgende weißt du, was ich Thematik. meine? Also Natürlich, klar. wir Ja, mögen sie, sie mag ja, uns, aber irgendwie scheint da, ich weiß nicht, ob dann der Druck vom Freund kommt oder wie das ganze Umfeld da ja, gut. mitspielt. Aber das müssen die beiden dann miteinander klären, wenn es so wäre. Ja, aber und auch da spielt dann dieses Thema Marke und langjährige Entwicklung und Kultur auch wieder eine Rolle. Und das gilt dann auch für Patienten. Und das ist ja das Schöne, wann immer wir über das Thema Arbeitgebermarke sprechen, über die Praxiskultur, die wir als Basis benötigen, die gilt ja genauso für den Patientenmarkt. Eine Praxis, die nach außen klar kommunizieren kann, was Menschen erwartet, die in die Praxis kommen, die hat überall Vorteile. Und vielleicht meldet sich ja deine Mitarbeiterin in wenigen Monaten und sagt, Mensch, Chef, ich nenne dich jetzt mal wieder Chef, ähm, es ist zwar weit, aber sowas wie bei dir habe ich nirgendwo gefunden. Und dann muss man ja wirklich sagen, ab wann ist es denn Menschen es wert, sich so zu verändern, dass sie zwar nicht mehr so weit fahren müssen, aber nicht mehr das erleben, was ihnen eigentlich im Job, privat, wie auch immer wichtig ist. Und auch das ist für mich wieder ein klares Argument für diese Arbeitgebermarke. Denn wenn ich Menschen über einen langen Zeitraum loyal an mich binde und selbst wenn sich deren Lebensentwurf verändert, sie werden als letztes die Entscheidung treffen, sich von dir zu trennen. Und dann nehmen sie viele Dinge in Kauf. Es sei denn, sie ziehen irgendwo hin und da ist einer super bekannt. Jeder, der ihn kennt, sagt deiner Ex-Mitarbeiterin, hier beim Dr. Müller, das ist der beste Arbeitgeber in der Region, da wirst du nichts vermissen. Ja, dann ist das so. Dann hat es da einer geschafft. Deshalb, ich sehe das auch bei Patienten, das kennst du ja auch. Natürlich haben wir Praxen, deren Patienten hunderte von Kilometern fahren, sehr wahrscheinlich nicht für die PZR und auch nicht für mal drauf gucken, die aber sagen, du, meine erste Implantat-OP bei dir war für mich sowas von schmerzfrei, von angstfrei und wann immer mir das droht, komme ich zu dir. So. Und die Aufgabe haben wir letztendlich bezogen auf das Personal, auf die Zukunft, Praxispersonal auch. Wenn wir das schaffen, eine Kultur zu etablieren,
in der Menschen sich wohlfühlen. Und unter Wohlfühlen versteht ja jeder was anderes. Und ich möchte bitte heute nicht, also ich liebe Kicker, ich liebe Obstkörbe und wenn mein Obstkorb vom regionalen Biobauern kommt und ich mit dem eine Kooperation habe, ist das ein tolles Marketingthema. Da kann man was draus machen. Aber darum geht es nicht. Ja? Die Kultur und die Werte brauchen wir heute, vor allem in dieser Welt, die ja unsicher, volatil, sagt man, glaube ich, so als Fachbegriff ist. Ja, wenn diese Kultur es schafft, dass Menschen sich sicher fühlen, dass Menschen das Gefühl haben, da ist jemand, der weiß, wo es lang geht. Der gibt mir Halt, der gibt mir Leitplanken. Diese Leitplanken, diese Werte helfen mir, Entscheidungen zu treffen. Die helfen mir zu wissen, wenn der Alessandro mal morgens in die Praxis kommt, mit so einem Gesicht, wird bei dir nicht vorkommen, ja, und mich anbrüllt, dann weiß ich aber, dem ist etwas passiert und es dauert keine 3 Minuten, dann wird er bei mir stehen, mit einem Lächeln, einem Blumenstrauß, sich entschuldigen, weil zu unserer Kultur gehört, ja, wir kritisieren uns, wir dürfen auch mal so sein, wie wir sind, aber auf menschlicher Ebene haben wir ein klares Commitment, wie wir miteinander umgehen. Und da fängt Absolut. Kultur an. Ja. Ja, ja, absolut. Also nein, das ist für mich eines der wichtigsten Themen und einer der Punkte, bei denen nicht nur die Zahnmediziner, wir alle uns stark verbessern müssen, ist Kommunikation. Weil am Schluss, Kommunikation wenn du ist dir alles. überlegst, alle Probleme auf unserer Welt sind Kommunikationsprobleme. Mhm. Alle. Das klingt so einfach, aber genau das macht es kompliziert. Ja, weil ich meine, wenn wir so nach den einfachen Modellen gehen und die sind ja teilweise simpel und wahr. Ja, wenn ich etwas sage als Sender und du etwas hörst als Empfänger, dann hörst du die Worte, die ich spreche. Aber das, was ich sagen will, muss längst nicht das sein, was bei dir ankommt. Und das, was ich dir eigentlich mitteilen will, kann sich sogar ins komplette Gegenteil verkehren. Ja, wenn ich deine Situation nicht kenne, wenn ich deinen Kontext nicht kenne, all diese Dinge. Und ich glaube, dass das auch für sehr viele Zahnärztinnen und Zahnärzte heute, ich hasse dieses Wort Problem, ich nenne es mal Hürde, dass das diese Hürde ist, zu sagen, wenn ich mich darauf einlasse, über Kommunikation zu sprechen, meine eigene Kommunikation zu hinterfragen, meine Werte zu hinterfragen, dann muss ich sehr viel von mir preisgeben. Ich muss mich mit mir selber befassen. So, ich glaube, jetzt sind wir beide eine Generation, der es nicht schwerfällt. Also zumindest kenne ich das von mir und von vielen anderen auch, sich mal mit sich selbst zu befassen und mal zu reflektieren. Ist eigentlich das, was wir tun, gut? Vielleicht sind wir ja auch so alte Boomer, die sagen, naja, ist mir auch egal, ist ja mein Ding, ja. Aber so können wir nicht kommunizieren. Ne? Ich bin ja, du hast es du kennst es aus meinen LinkedIn-Posts und so. Ich beschäftige mich ja sehr viel mit dem Thema Ausbildung, mit dem Thema junge Leute. Ja, natürlich gehöre ich nicht zu dieser Generation und jetzt werden viele sagen, ja, aber wie willst du die denn verstehen? Also zum einen hoffe ich, dass ich sie verstehe, weil ich habe davon jemanden zu Hause wohnen, im Alter von 19. Ja, also das ist schon wichtig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, als Journalist, als Marketer fasziniert mich im Moment diese Dynamik, die in dieser Generationschance steckt. Ich habe jetzt extra das Wort Generationenkonflikt vermieden, weil ein Konflikt ist nur das, was Kommunikation aus einer Sachlage macht. Das war ein Ja, schöner absolut. Satz, ne? Es gibt keinen Generationenkonflikt, da bin ich ganz bei Nein. dir. Es ist immer, das ist ja, du erinnerst dich, unsere Eltern haben uns nicht verstanden, wir haben vielleicht, also das ist so ein Generationenthema, dass man sagt, ja, wobei ich der Meinung bin, dass sich die Welt in den letzten 20 Jahren, also ich sag's mal, seit das Internet eingeführt wurde, dramatisch verändert hat. In den letzten Jahren hat sich diese Veränderung noch beschleunigt, auch mit KI, mit ganz vielen Sachen. Viele Menschen sind überfordert mit Technologie, isolieren sich, dann kam Corona noch dazu. Also im Moment ist schon, also wenn ich sag mal, wenn ich jetzt 20 wäre oder 15 wäre,
ist das sicher nicht mehr dasselbe, wie als wir 15 oder 20 waren, Nein, wo es kein Handy natürlich gab, wo nicht. es gar nichts gab, wo Kommunikation auf einer anderen Ebene stattgefunden hat. Und heute denke ich, dass Kommunikation heißt eben nicht, dass man sich gegenüber sitzt am Tisch und SMS schreibt, sondern Kommunikation geht schon ein bisschen komplexer. Und ich sehe das auch in der Praxis, wie viele Patientinnen und Patienten, die neu kommen, mit denen du dir Zeit nimmst, etwas zu besprechen, auch mal zu fragen, wie geht's Ihnen? Und dann fragen die, ja, meine Zähne. Dann sage ich, nein, 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 die Zähne interessieren mich jetzt gar nicht. Wie Ich geht's möchte Ihnen? wissen, wie es Ihnen geht. Ja, Und ja. dann hörst du oft, weil du spürst ja auch, mit der Zeit spürst du auch, ob jemand, das ist wie meine Damen spüren auch, wenn ich am Morgen quasi nicht ganz so gleich gut drauf bin wie sonst. Ich bin eigentlich Mhm. generell gut drauf, aber manchmal kann es auch sein, dass etwas Kleines mich kurz aufregt und dann werde ich ein bisschen weniger, dann werde ich ein bisschen weniger kommunikativ. Und das ist dann nonverbale Kommunikation, dass man dann merkt, ups, da ist etwas nicht in Ordnung. Und ich komme dann auch nach einer gewissen Zeit, sage ich dann auch, was das Problem ist oder was mich stört, weil das ist auch etwas, was viele Leute nicht können. Einfach mal offen zu reden. Das darf nie aggressiv sein, sondern man muss versuchen, einander zuzuhören Mhm. und miteinander zu reden. Also das sind so Grundregeln. Ich sage immer, wenn ich einem jungen Zahnarzt einen Tipp geben kann, sage ich, nimm dir Zeit, mit deinem Patienten auch etwas zu reden. Weil Ja. das ist heute auch Mhm. in der Medizin. Unser älterer Sohn arbeitet ja bei Roche, einer Pharmafirma, und der hat mir gesagt, schau mal, ich wusste schon, dass Geld wichtig ist in der Medizin. Aber dass es nur um Geld geht, ist schon ein bisschen befremdend. Also ich möchte das nicht pauschalisieren, aber wir müssen aufpassen, dass wir dann nicht zu sehr in eine oder die andere Richtung abgleiten und sagen, es geht alles nur ums Geld, es geht alles nur um weiß ich was, sondern es ist eine Kombination von verschiedenen Dingen. Über das könnten wir einen Monat lang reden. Ja, definitiv. Aber Alessandro, das war teilweise wieder auch eine sehr schöne, nee, nicht Überleitung, aber für mich nochmal ein sehr schöner Trigger, nochmal auf so ein Thema einzugehen. Du hast natürlich völlig recht. Kommunikation, also sagen ja viele, Kommunikation hat sich verändert. Ich glaube gar nicht, und das ist aber nur meine Wahrnehmung, ja, ich habe da keine Studien drüber und gar nichts. Kommunikation hat sich eigentlich gar nicht so sehr verändert. Die Kommunikationswege und die Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren, sind natürlich extrem anders als unsere. Aber du darfst mir da gerne widersprechen. Auch wir haben uns doch als Kinder und Jugendliche da wohlgefühlt, wo wir verstanden wurden, wo man uns das Gefühl gegeben hat, ich interessiere mich für dich, das, was deine Bedürfnisse sind, mir wichtig. Ja, Eltern, die ihre Kinder fragen, was kann ich denn tun, damit es dir gut geht, die haben natürlich in den 70er Jahren andere Antworten bekommen als heute. Und sie haben sie uns vielleicht persönlich beim Abendessen gestellt. Heute werden sie vielleicht per WhatsApp geschickt. Aber im Ergebnis, sich darüber im Klaren zu sein, und dann kommen wir wieder auf unser Personalthema ja zurück. Wenn ich möchte, dass Menschen zu mir kommen, dann muss ich wissen, was die von mir erwarten. Dann muss ich wissen, wie die ticken. Ich muss ihre Bedürfnisse kennen, ihre Ängste, ihre Sorgen, ihre Nöte, aber auch das, was ihnen Spaß macht. Ja, und das ist eben so. Ja, wenn ich auf meiner Website stehen habe, wir sind ein Unternehmen, das sich auf die Patienten fokussiert. Smartphones sind hier während der Arbeit verboten. Dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich nie wieder einen Auszubildenden bekomme. Ja, es Ja, ist jetzt ein klar. Beispiel. Weißt, Das kann man, das will ich gar nicht diskutieren. Thema Website ist auch was Spannendes. Ich rate ja jeder oder jedem, ein kurzes Video von sich selbst auf seine Webseite zu stellen. Definitiv. Also nicht nur eins im Idealfall, ja. Und Ja, aber im äh, Prinzip, wenn du das, weil wir haben versucht, unsere Webseite, die war über Jahre, war die eigentlich viel zu groß. Das wurde dann auch mühsam, um zu unterhalten. Ähm, haben wir das wieder redimensioniert, gesagt, schau mal, die Webseite muss auf dem Smartphone schön aussehen.
es gibt 2, 3 wichtige Punkte. Ein Punkt ist quasi, dass die Leute, wenn sie draufgehen, sehen, mit wem habe ich es zu tun. Dass man kurz sagt, hallo, mein Name ist Alessandro De Vigos, ich und mein Team, wir freuen uns, uns um ihr Lächeln, um sie zu kümmern, einfach so ein bisschen eine freundliche Message, und dann steht da schon, was wir anbieten, aber nicht zu viel, weil die können ja selber googeln, wenn du sagst, wir machen Ja, aber mein Lieber, da schreite ich mal kurz ein. Das ist nicht unser Thema heute. Da ja, können ja, wir ich gerne weiß. mal eine nächste Folge zu Ja, das machen, ist sehr sowieso ein gerne. Thema, das wir Ne? unbedingt Ein diskutieren spannendes müssen. Aber wir Thema, können ja, denn alles, was du sagst, ist richtig, aber zumindest heute ist es noch so, ich brauche halt trotzdem den guten, umfassenden, fragenbeantwortenden, lösungsbietenden Content. Und das sind heute nun mal Texte auf der Website. Deshalb, das machen wir heute gar nicht auf, das Fässchen, ja, aber ja, ja. weil wir wollen heute nicht über Suchmaschinenoptimierung und Auffindbarkeit reden. Ich bin da ganz bei dir. Bei uns gibt es eigentlich keine Karriereseiten und schon gar keine Karriereseiten für Azubis. Also wir machen teilweise für Praxen eigene Karriereseiten nur für Auszubildende. Was ja auch logisch ist, denn wenn wir heute über die Generationen reden, die vielleicht sich in 1, 2, 3 Jahren, auch kurzfristiger, für eine Ausbildung entscheiden, wo immer sie machen, dann reden wir ja heute nicht mehr über die Gen Z, wir reden ja heute schon über die Gen Alpha. Das sind heute, keine Ahnung, ich glaube 13-Jährige, 12, 13-Jährige, 14-Jährige, die sich bald Gedanken darüber machen. Ja? Und die haben natürlich eine völlig andere Erwartung an Kommunikation im Netz als mein Sohn ist 23. Ja? Der tickt da schon anders als meine 19-jährige Tochter. So. Und das ist ja das, worum es am Ende wieder geht. Das war ja ein schönes Beispiel, dieses Video. Diese Generationen sind es gewohnt, ihre Informationen in 9:16 Videohäppchen gespielt zu bekommen. Also müssen wir die auch bedienen. Und deshalb gehören natürlich solche Videos auf jede Website, auf jede Karriereseite, gar keine Frage. Es ist Hast du spannend, dass übrigens eben nicht. die Zahnärztinnen und Zahnärzte sich extrem schwer tun, sich nach außen zu präsentieren. Also du siehst das, schau mal, nimm mal einfach alle großen Vereine. Du kannst irgendeine Vereinigung nehmen, die Tausende von Mitgliedern hat, und dann schaust du mal, wie viele der Mitglieder sind aktiv, nach außen aktiv, um quasi den Verein zu promoten, den zu unterstützen und so weiter. Unglaublich. Aber das ist nochmal eine Geschichte, über die Also, man ganz so, lange und dann, diskutieren mein Lieber, kann. Also, an, und dann kann man sich ja noch die Frage stellen, wäre es nicht besser gewesen, sie wären diesen Schritt nicht gegangen und hätten andere vor die Kamera gelassen. Auch das ist ja oft so, ja, dass dann nicht die Richtigen da sind. Aber wenn wir über die Zahnarztpraxis reden, diese Diskussion führe ich ja auch. Und auch das ist für mich wieder ein Teil der Unternehmenskultur, nämlich zu sagen, zu unserer Kultur gehört es, uns zu öffnen. Und ich sage dir wirklich ganz ehrlich, ich habe bislang noch keinen Zahnarzt, keine Zahnärztin erlebt, die, nachdem wir Videos produziert haben, gesagt hat, um Himmels Willen, wie schlecht ist das denn? Weil ich bin da fest von überzeugt. Ich hatte heute wieder so ein Gespräch, auch spannend, ne, sagte mir auch jemand, ich habe sowas noch nie gemacht, ich kann das nicht. Meine Antwort ist da eigentlich immer sehr pragmatisch. Gut, jetzt habe ich es ein bisschen leichter. Ich komme vom Fernsehen. Ich habe in meinem Leben extrem viele Interviews geführt, live vor der Kamera, nach Fußballspielen mit aufgeregten Bundesliga-Fußballern, die ich dann nicht gefragt habe, wie fühlen sie sich, also hoffe ich zumindest. So, ja. Und ich sage Ihnen allen, doch, ihr könnt das alle, weil ihr müsst nichts anderes tun als das, was ihr jeden Tag macht. So wie ihr euren Patienten am Behandlungsstuhl in der Aufklärung erklärt, was ihr vorhabt, warum ihr das macht, genauso macht ihr das auch. nur ganz kurz, jetzt, weil wir sind ja noch in der Praxis. Oh, spannend. Wir sind live. Weil das ist ja immer spannend, wenn man live ist. Dasselbe hatte ich auch mit Dominik, dass ich dann ganz kurz sagen musste, Moment schnell, Moment schnell. Was? Wegen was? Was muss ich machen?
Weißt du was, ich muss eine Minute schnell weg und dann bin ich wieder da. Das Ich könnte lasse sie reichen. einfach laufen. Du Oder man kann schneidest auch es dir sagen, nachher so, okay, wie du es brauchst. ich komme gleich wieder. Moment, schnell. Ja. Sehr gut, ihr Lieben. Also ist auch für mich Premiere, absolut. Zum ersten Mal so im Live-Talk bei Alessandro zu Gast hier in Dental TV. Und was passiert? Und daran seht ihr, falls er es drin lässt im Schnitt, wir sind hier wirklich live. Ja, er hat Praxisbetrieb. Seine Mitarbeiterin kommt und sagt, Chef, du wirst gebraucht. So, und dann natürlich gehört es zu seiner Kultur. Patienten zuerst, die werden bedient. Ich nehme an, es geht um einen Patienten oder eine Patientin. So, und der bekommt jetzt gar nicht mit, was ich hier erzähle. Genau. Für die Kunst. Ja, ja. Aber ich höre schon seine Stimme, er nähert sich wieder. Er So, nähert sich wieder. Und ich muss ja. sagen, ihr Lieben, ich überlasse, also es ist ja dann Alessandros Aufgabe, nachher zu überlegen, wie viel davon lässt er im Schnitt drin. Ich habe nämlich Ich habe gerade das, da, bei Dominik habe ich das auch drin gelassen und er hat mir dann gesagt, du, aber ich habe das angeschaut und dann hast du da plötzlich da quasi mit deiner Helferin geredet. Sag ich, ja, das gehört dazu. Also im Prinzip, das ist ja das Thema, du musst, wenn ich jetzt da in der Praxis sitze und mit dir rede, dann muss ich damit rechnen, dass, weil du ja der Chef bist, dass man, da, und, sag ich mir, und du musst ist ja damit schön, dass die rechnen, mich da brauchen. ja, und du musst damit rechnen, dass ich es kommentiere. Das habe ich nämlich getan, als du nicht da warst. Das ist perfekt. Das ist Also, perfekt. so, Das lassen wir auch drin. finden wir den Einstieg. So viel zum Thema jetzt Personal. Vielleicht Ja. können wir mal dann ein paar Tipps und Tricks. Aber ich denke, du hast eigentlich schon ziemlich alles gesagt. Also wichtig ist, du musst ja das Ambiente schaffen, ob du jetzt eine Hm. Zahnarztpraxis bist, ein Restaurant bist, eine Bäckerei bist, dass wenn jemand sich das auch anschaut oder eben die Webseite anschaut, schaut, wer ist da, oder man baut sich auch ein Image auf über die Zeit, Ja. dass man sagt, da möchte ich gerne mal vorbeischauen und auch in einem persönlichen Gespräch. Also für mich ist ja wichtig, dass du die Leute auch einlädst und mit denen redest, Hm. weil sonst funktioniert es ja nicht. Also einfach Sonst nur Briefe funktioniert es nicht. Ja. anschauen. Das ist wieso unser Sohn hat auch zudem eine spannende Geschichte. Er sagt, weißt, wenn sich dann 500 Leute bewerben für eine Stelle, dann hast du dann die Dossiers auf dem Schreibtisch Hm. und dann musst du Folgendes machen. Dann nimmst du mal einfach 2 Drittel und schmeißt die weg. In dem Drittel, das noch da ist, die haben alle jetzt Glück gehabt, dass sie noch in dem Drittel drin sind. Also nein, im Prinzip geht es schon darum, wenn du natürlich eine große Auswahl hast, Ja. eine Entscheidung zu treffen. Zum Glück ist es nicht so, dass wir jetzt Tausende oder Hunderte von Bewerbungen bekommen. Man muss das aber schon auch screenen und eigentlich aus der Erfahrung heraus dann mal sagen, welche Kernaussagen in einer Bewerbung sieht die Bewerbung ein bisschen ja, künstlich Hm. aus? Ist das was Echtes? Aber das sind alles Punkte, ich glaube, da könnten wir mal separat eine Episode aufnehmen zum Thema, wie bewerbe ich mich bei einer Zahnarztpraxis? Ja, ob ich da jetzt der richtige Gesprächspartner bin, müssen wir dann mal sehen. Aber Aber ja, ich vielleicht, sage einfach, vielleicht nehmen, das ist ein Thema, das man sicher auch mal anpacken muss. Und sonst, wenn du ja, sagst, ja, dann überlege ich mir mal. Also das du, Thema da, mit ich hab den da Damen ganz sagt, tolle das ist ein Netzwerkpartner, die genau sowas natürlich machen, ja, weil sie natürlich auch mit Zahnarztpraxen im Coaching genau darüber sprechen, zu sagen, wie erkenne ich denn sehr schnell und sehr zeitnah anhand der Bewerbung, anhand des ersten Gespräches, ob da jemand passt oder nicht. Und da gebe ich jetzt gerne gleich ein paar Tipps aus unserer Sicht, aus Marketing-Sicht. Was ich nur immer schwierig finde, weil wir hatten so einen Fall bei uns in der Agentur selber. Wir haben heute einen super wertvollen Mitarbeiter, der seit vielen, vielen Jahren bei uns ist, den ich aufgrund seiner Bewerbung sofort abgelehnt habe. Ich sagte, sorry, ey, vergiss es, das geht nicht, keine Chance.
wo dann aber meine liebe Mitgeschäftsführerin, meine Chefin sozusagen, ich bin ja angestellter Geschäftsführer, irgendwie gesagt hat, du, ich habe da ein Bauchgefühl. Lass uns den Jungen mal einladen. Und der ist top und der, wie gesagt, der ist heute nicht mehr wegzudenken bei uns. Aber wir haben das andere natürlich, oder sagen wir mal so, das, was ich gerade geschildert habe, höre ich ja bei Zahnärzten sehr oft. Gerade wenn es um das Thema Azubis geht, junge Leute. Und das, was ich jetzt sage, kennst du auch. Das sind O-Töne aus Praxen, die sind jetzt nicht 1:1 im Wortlaut, aber da höre ich dann 15 Bewerbungen, 10 direkt weggeschmissen, die haben keinen Bock, die kannst du gar nicht brauchen. Wenn du mit denen sprichst, hast du das Gefühl, die wollen nicht arbeiten. Das sind nicht die Richtigen. Ja, dafür kann es jetzt mindestens 2 Gründe geben. Es sind wirklich nicht die Richtigen, weil sie einfach nicht passen. Und das wird sehr oft passieren. Die Frage, die ihr euch aber alle da draußen stellen müsst: Woran liegt das denn, dass diese Menschen sich bei uns bewerben und dass andere sich unter Umständen nicht bei uns bewerben? Und dann bin ich wieder bei dem Thema, was wir jetzt mit Praxen, ich will nicht sagen täglich machen, aber was meine Kernaufgabe ist. Nämlich zu sagen, wie ist denn unser strategischer Weg dahin? Wenn du sagst, bei uns bewerben sich immer die Falschen, liegt es vielleicht daran, dass du draußen gar nicht gesagt hast, wer denn der Richtige ist? Dass die Menschen gar nicht wissen, wer soll sich denn bei dir bewerben? Und deshalb jetzt mal meine kleinen Tipps, die du gerade eben eingefordert hast. Ganz simpel, wir haben vor kurzem auch eine Podcast-Folge dazu veröffentlicht, so zum Thema 7 Schritte. Ob ich die 7 jetzt zusammenbekomme, spielt gar keine Rolle. 7 Schritte auf dem Weg zur Arbeitgebermarke. Und es gibt da eine klare Reihenfolge. Und Da musst du nicht alle Punkte, mach das nee, kurz eben, und dann genau. sagen wir den Leuten, dass sie das anschauen Die sollen. sollen sich das anhören und anschauen, aber darum muss es ja am Ende gehen. Das ist ja die Basis einer jeden Strategie. Weiß ich eigentlich, wer ich bin? Weiß ich eigentlich, wen ich haben will? Kenne ich die ich haben will, deren Bedürfnisse? Weiß ich, wo ich die finde, wo ich die ansprechen soll? Habe ich die richtigen Botschaften für diese Ansprache? Und dann, ganz wichtig, wenn die dann zu mir kommen, finden die dann auch das, was sie erwarten? Also ist meine Thematik, wir haben Werte, wir haben auf der Website gesagt, wie toll wir sind, ist das Marketing blabla oder entspricht das der Realität? Und das finden Menschen, ob jung oder alt, ganz schnell heraus. Ob ich da mir irgendwas zusammengeschrieben habe, ob ich ChatGPT gefragt habe, so sag mal, schreib doch mal die 10 wichtigsten Werte einer Zahnarztpraxis raus und 3 Sätze, wie ich die formulieren kann. Oder habe ich das erarbeitet und lebe das als Kultur mit meinem Team und finde sich das wieder? Ja, das ist ein Prozess, Alessandro. Das ist nichts. Ja, aber darum habe ich ja gesagt, für mich im ganzen Entscheidungsfindungsprozess, um das Ja, abzuschließen, ist absolut. das persönliche Gespräch das absolut Entscheidende. Also du Ja, musst natürlich vorausfiltern, wenn sich 20 bewerben, dann musst du halt mal, und vielleicht suchst du auch die Falschen raus. Das kann auch sein, das kann immer möglich. passieren. Klar. Aber dass du dann sagst, okay, die 5, das sind so einfach aus meinem Bauchgefühl heraus Mhm. die besten 5. Ja. Und jetzt schreibst du denen mal und fragst, kommt ihr mal vorbei für ein persönliches Gespräch und dann hörst du auch mal Mhm. zu. Dann fragst du, ja, wieso soll ich jetzt gerade sie aussuchen und so weiter. Mhm. Gibt es ja ganz viele Ja, klar. Ja, ja. Möglichkeiten, wie man da kommuniziert. Ja, also das ist schon die Ja. Geschichte. Und darum nochmal, um den Kreis zu schließen, Mhm. das Thema Kommunikation in all seinen Facetten ist für mich eines der Key Elements der Skills oder der Fähigkeiten, die man als Arzt, Zahnarzt, aber nicht nur, ich sage mal grundsätzlich als Kleinunternehmer, Unternehmer, wenn man Chef einer Gruppe sein will, ob das jetzt eine Gruppe Handwerker ist oder in einem Fußballverein, der Trainer im Fußballverein, der muss auch ein guter Ja, Kommunikator und natürlich absolut. Motivator sein. Es gibt ganz viele, also sobald du für eine Gruppe von Menschen verantwortlich bist oder der Chef sein solltest oder der Leader oder wie auch immer du das nennst, ist schon
der Unterschied liegt in der Kommunikation. Das siehst du, unsere Söhne haben Eishockey gespielt, unser jüngerer Sohn war Eishockey-Profi. Und da siehst du auch, wie die Trainer so unterschiedlich sind. Mhm. Der Trainer, der Ja. technisch super cool drauf ist, aber einfach an der Bande steht und nichts sagt, und der andere, der da rumschreit und macht und tut. Es gibt verschiedene Stile in jeder Branche und sicher in der Zahnmedizin auch. In der Zahnmedizin ist Rumschreien meiner Meinung nach nicht die Lösung. Also am Morgen reinkommen und gleich mal fluchen, was macht dieser Dreck auf dem Boden und was ist da los und was ist da los? Das funktioniert nicht. Du musst Nein. Sachen erkennen, wenn du reinkommst, und dann fängst du an arbeiten, und dann, wenn die Gelegenheit günstig ist, sagt man mal, ich habe da gesehen so und so, und dann kommt vielleicht auch eine Erklärung, wieso das so ist, Mhm. und dann ist das Thema dann gar nicht so schlimm oder so dramatisch, wie du das am Anfang empfunden hast. Also das ist schon Aber ein wichtig. schönes Beispiel, Ja. Alessandro. Ein Ähm, absolut schönes Beispiel. Der Fußball und die Trainer. lass uns mal aber am Ende jetzt dieser Episode diskutieren, was für Themen sollen wir das nächste Mal besprechen? Also, wir können natürlich über viele Themen im Marketing, in der Kommunikation sprechen. Also zum einen können wir ja natürlich deine lieben Fans, die Fans von Dental TV fragen, worauf habt ihr denn mal Bock? Was wollen wir denn mal besprechen? Aber also ich denke schon, so in der heutigen Zeit mit Blick auf die Zukunft, ähm, für mich gibt es immer so drei, vier Themen, bei denen ich sage, liebe Zahnärzte, Zahnärztin, kümmert euch darum. Da gibt es zum einen natürlich das Thema, was heißt eigentlich Marketing für mich als jemand, der sich noch nie damit befasst hat? Ja, woher weiß ich denn eigentlich, was für mich die richtige, ich will nicht sagen, die richtige Agentur ist, weil das hat viel mit Menschlichkeit zu tun und das hat auch immer wieder ein bisschen Konfliktpotenzial, aber zu entscheiden, woher weiß ich denn eigentlich? Wie starte ich? Worum kümmere ich mich am Anfang? Mit was für Budgets muss ich rechnen? Also wir können uns gerne mal wirklich über die Basics dieser ganzen Thematik sehr gerne unterhalten. Keine Frage. Ich selber bin ja dann eher derjenige, der aus der Strategie, aus dem Content kommt, logischerweise. Also ich bin jetzt nicht der Suchmaschinenexperte, da habe ich dann meine Leute für, keine Frage. Aber ich finde nach wie vor sehr, sehr spannend und da können wir uns wirklich eine komplette Folge jeweils drüber unterhalten. Wie bauen wir eine Karriereseite auf? Welche Inhalte sind da und wie und was hat Google damit zu tun? Ja, also viele meiner Zuhörer und Zuhörerinnen in meinen Vorträgen sind dann doch immer wieder überrascht, wenn ich ihnen sage, dass gerade die junge Generation, Gen Z, Ausbildungsplätze googelt. Ja, die suchen nicht auf Instagram nach Ausbildung Zahnarztpraxis. Da gibt es Studien drüber, die kann ich dann gerne mal mit ins Spiel bringen, sondern über 80, ich glaube 89% der jungen Leute haben in der letzten Azubi-Studie angegeben, und das ist eine große Studie, sie googeln, sie gehen auf Webseiten, auf Karriereseiten, auf Bewertungsportale, Kununu und so. Ja, das sind alles Themen, über die können wir uns dann gerne auch mal sehr detailliert austauschen. Das klingt spannend. Ne, das wird nicht abreißen, weil es kommen immer neue Aspekte, dann kommen auf einmal die Menschen dazu, die sagen, naja, das kann man ja alles wunderbar machen, weil da gibt es ja eine KI im Recruiting, haben aber nicht verstanden, dass das Instrument für später mal ist, was mir aber gar nichts bringt, wenn ich keine Basis dafür gelegt habe. Genau. Also lassen wir uns da mal austauschen und ich freue mich selbstverständlich wie immer auf jeden einzelnen Talk mit dir, mein Lieber. Super. Na, also herzlichen Dank, Klaus. Das war wieder mal spannend. Ich mache ja so, dass ich diese Talks dann auf Dental TV poste. Ich arbeite ja mit Vimeo. Und was eben ein spannendes KI-Tool von Vimeo ist, dass es eigentlich schön Kapitel generiert aus einem Mhm. Talk. Auch wenn man vielleicht zwei, dreimal ein bisschen hin und her gesprungen sind, können die Zuhörerinnen und Zuhörer oder die Zuschauerinnen und Zuschauer eigentlich sehr elegant auch auswählen, wo Sie einsteigen wollen oder welche Themen jetzt aus einem etwas längeren Talk für Sie spannend sein könnten. Und da denke ich, dass da waren ein paar spannende Themen oder Punkte dabei. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Talk, Klaus. Sehr Also, gerne. dann Dann bedanke ich können wir mich. dann, du kannst dann die Aufnahme stoppen. Herzlichen Dank für euch alle, dass ihr da zugehört oder zugeschaut habt. Oder wenn ihr dann das zweite Mal oder das dritte Mal das schaut, ist es noch besser.
und ich werde mit Klaus jetzt gleich noch schauen, wann der nächste Talk wieder stattfinden wird. So machen wir das. Dann sage ich mal, wie sich das gehört. Moin vom Deich und Grüezi in die Schweiz und alles Gute. Alessandro, wir reden weiter und ja, euch eine gute Zeit. Danke fürs Zuhören, Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.